Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein Prinz, der die Welt bereisen wollte. Er nahm nur seinen treuen Diener mit. Eines Tages betraten sie einen großen Wald, und als die Nacht hereinbrach, konnten sie keinen Platz zum Übernachten finden. Dann sahen sie ein Mädchen, das auf ein kleines Haus zuging. Als der Prinz näher kam, bemerkte er, dass sie jung und schön war. Er fragte sie: »Liebes Mädchen, dürfen mein Diener und ich für die Nacht in deinem kleinen Haus bleiben?« Das Mädchen antwortete traurig: »Ja, das könnt ihr, aber ich rate euch, nicht hineinzugehen. Es ist nicht sicher.« »Warum nicht?« fragte der Prinz. Das Mädchen seufzte und sagte: »Meine Stiefmutter praktiziert dunkle Magie. Sie mag keine Fremden.« Der Prinz verstand, dass sie zum Haus einer Hexe gekommen waren. Da es jedoch dunkel war, hatte er keine Angst und beschloss, hineinzugehen. Im Inneren des Hauses saß eine alte Frau in einem Sessel am Feuer und starrte den Prinzen mit ihren roten Augen an. »Guten Abend«, knurrte sie und tat so, als wäre sie freundlich. »Setzt euch bitte und ruht euch aus.« Sie rührte im Feuer, wo sie etwas in einem kleinen Topf kochte. Das Mädchen warnte den Prinzen und seinen Diener, vorsichtig zu sein und nichts zu essen oder zu trinken, da die alte Frau böse Getränke braute. Sie gingen ruhig schlafen bis zum Morgen. Als sie bereit waren zu gehen und der Prinz schon auf seinem Pferd saß, sagte die alte Frau: »Warte einen Moment, ich möchte dir ein Getränk für deine Reise geben.« Während sie es holte, ritt der Prinz davon. Der Diener, der noch den Sattel festzurrte, war der Einzige, der dort war, als die Hexe mit dem Getränk zurückkam. »Bring das deinem Meister«, sagte sie. Doch in diesem Moment zerbrach das Glas, und das Gift verschüttete sich auf das Pferd, das sofort tot zusammenbrach. Der Diener rannte dem Prinzen nach und erzählte ihm, was passiert war, aber er weigerte sich, seinen Sattel zurückzulassen und rannte zurück, um ihn zu holen. Als er zu dem toten Pferd kam, saß bereits ein Rabe darauf und fraß. »Wer weiß, ob wir heute etwas Besseres finden werden?« dachte der Diener, also tötete er den Raben und nahm ihn mit. Sie setzten ihre Reise den ganzen Tag durch den Wald fort, konnten aber keinen Ausweg finden. Bei Nacht fanden sie eine Herberge und gingen hinein. Der Diener gab den Raben dem Wirt, damit er ihn zum Abendessen zubereitete. Doch sie waren in ein Nest von Mördern geraten. In der Nacht kamen 12 von ihnen, um die Fremden zu töten und sie auszurauben. Bevor sie anfingen, setzten sie sich zum Abendessen. Der Wirt und die Hexe gesellten sich zu ihnen, und sie aßen alle eine Suppe aus dem Raben. Doch sobald sie ein paar Bissen genommen hatten, fielen sie alle tot um, da der Rabe sie mit dem Fleisch des Pferdes vergiftet hatte. Übrig blieb nur die ehrliche Tochter des Wirts, die sich nicht an ihren bösen Taten beteiligt hatte. Sie öffnete alle Türen für den Prinzen und zeigte ihm den Schatz darin. Doch der Prinz sagte zu ihr, sie solle alles behalten. Er wollte nichts davon und ritt mit seinem Diener davon. Nach langer Reise erreichten sie eine Stadt, in der eine schöne, aber stolze Prinzessin lebte. Sie hatte erklärt, dass jeder, der ihr ein Rätsel stellen konnte, das sie nicht erraten konnte, ihr Ehemann werden würde, aber wenn sie es erriet, würde dieser Person der Kopf abgeschlagen. Sie hatte 3 Tage Zeit, um jedes Rätsel zu lösen, und sie war so clever, dass sie immer die Antworten fand, bevor die Zeit abgelaufen war. 9 Bewerber hatten bereits ihre Köpfe verloren, als der Prinz ankam, und er war so von ihrer Schönheit geblendet, dass er bereit war, sein Leben zu riskieren. Er näherte sich ihr und stellte ihr sein Rätsel,
Was ist das? Einer tötete keinen, und doch tötete er 12. Die Prinzessin wusste die Antwort nicht. Sie dachte nach, aber konnte es nicht herausfinden. Sie öffnete ihre Rätselbücher, aber es stand nicht darin. Ihr fehlten die Ideen. Da sie keine Lösung fand, befahl sie ihrer Dienerin, sich heimlich ins Schlafzimmer des Prinzen zu schleichen und seinen Träumen zuzuhören, in der Hoffnung, er würde im Schlaf die Antwort aussprechen. Doch der clevere Diener hatte den Platz seines Meisters im Bett eingenommen, und als die Dienerin hereinkam, packte er ihren Umhang und jagte sie mit einem Stock davon. In der zweiten Nacht schickte die Prinzessin ihre Dienerin erneut, in der Hoffnung, sie wäre erfolgreicher, aber der Diener nahm ihr auch den Umhang ab und vertrieb sie. Nun dachte der Prinz, er sei für die dritte Nacht in Sicherheit und legte sich in sein eigenes Bett. Doch die Prinzessin selbst kam, trug einen nebelgrauen Umhang und setzte sich in seine Nähe. Sie dachte, er schlafe und hoffte, er würde ihr in seinen Träumen antworten. Doch er war wach und hörte alles, was sie sagte. Sie fragte, einer tötete keinen, was ist das? Er antwortete, ein Rabe, der von einem toten, vergifteten Pferd aß und starb. Dann fragte sie, und doch tötete er 12? Was ist das? Er antwortete, das bedeutet 12 Mörder, die den Raben aßen und starben. Als sie erkannte, dass sie die Antwort auf das Rätsel wusste, versuchte sie, sich heimlich davon zu stehlen, aber er hielt ihren Umhang fest, sodass sie ihn zurücklassen musste. Am nächsten Morgen verkündete die Prinzessin, dass sie das Rätsel gelöst hatte und ließ 12 Richter rufen, um ihre Erklärung zu hören. Doch der Prinz bat um die Gelegenheit zu sprechen und sagte, sie kam nachts in mein Zimmer und befragte mich, sonst hätte sie es nicht herausfinden können. Die Richter sagten, bringt uns Beweise dafür. Der Diener brachte daraufhin die 3 Umhänge. Und als die Richter den Nebelgrauen sahen, den die Prinzessin gewöhnlich trug, sagten sie, lass den Umhang mit Gold und Silber besticken, dann wird er dein Hochzeitsumhang sein. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.